Recording in progress. Also in your native language, that's good. Herzlich willkommen alle zusammen in diesem Raum und auch im Raum zum zweiten Teil unseres Praxisforums zur dynamischen Lebensmittelbeschaffung. Heute beschäftigen wir uns mit zwei unterschiedlichen Stakeholdergruppen. Wir fangen an mit dem Großhandel. Das ist dieses Meeting, in dem Sie gerade gelandet sind. Sie hier in dem Raum. Und ich darf Sie ganz herzlich im Rahmen des Bezirksdialogs für eine starke Region Steglitz-Zehlendorf willkommen heißen. Wir werden ja gefördert vom Bezirksamt für Umwelt- und Naturschutz, vom Stadtrat Urban-Alpha. Vielen Dank an dieser Stelle auch herzlich an sein Team. Ja, heute beschäftigen wir uns, das wird heute vielleicht ein paar Mal was, beschäftigen wir uns mit der dynamischen Lebensmittelbeschaffung für den Großhandel. Letzte Woche Freitag gab es schon ein Webinar, um eine Übersicht für Sie darzustellen, was ist eigentlich dynamische Lebensmittelbeschaffung und vor allem, welches Unternehmen haben wir hier eingeladen, um dynamische Lebensmittelbeschaffung vorzustellen. Es war sehr erfolgreich, weil wir auch VertreterInnen aus allen Bereichen dabei hatten. Das war sehr schön. Und heute wollen wir uns ein bisschen im Detail beschäftigen. Die wichtigsten Inhalte wiederhole ich heute nochmal. Und dann beschäftigen wir uns damit, was das eigentlich spezifisch für den Großhandel heißt. Genau. Wer Fragen während der ganzen Veranstaltung kann die im Zoom-Raum im Zoom-Chat stellen. Steffen von der Direktor der Nominale wird es später alles sammeln und auch mit in unsere Fragerunde bringen. Die schließen wir gleich eine kleine Präsentation an. Genau. Ansonsten möchte ich jetzt aber auch gerne unserem Gast die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Wir haben hier Rich Osborne von DP bzw. DP Food. Rich, magst du dich einmal kurz vorstellen? Und Leonie wird übrigens für mich übersetzen. Welcome to Rich. Very happy that you are here today. If you could please introduce yourself in a few words. Yes, thank you. Hello, guten Tag. I'm afraid my German is terrible, so thank you, Leonie, for translating for me. It's a pleasure to be here, and I hope I can add value to this meeting by talking about the dynamic food procurement opportunity for Berlin. That's what I'm here for. Also, Rich freut sich sehr, hier zu sein. Er sagt, sein Deutsch ist leider nicht besonders gut. Aber ja, er freut sich darauf, einen Mehrwert zu diesem Treffen beizusteuern, indem er ein bisschen über dynamische Beschaffung für Lebensmittel erzählen kann. Super, vielen Dank. Ich werde jetzt weiter. Der Hinweis aus dem Chat, langsam und deutlich zu sprechen, bitte. Alles klar, kein Problem. Wir reden langsam und deutlich. Versucht das mal, aber gerne immer den Hinweis im Chat geben, denn wir wollen ja auch, dass alle mitbekommen, worum es geht. Jetzt muss ich einmal meine Präsentation teilen, der ich direkt beginne. Genau. Die dynamische Lebensmittelbeschaffung ist ein System für eigentlich softwaregestützte Stärkung von Wertschöpfungsketten. Das Spannende, das möchte ich direkt vorab erwähnen, ist, dass die dynamische Beschaffung an sich, spezifisch die dynamische Lebensmittelbeschaffung, auch schon in der Ernährungsstrategie von Großbritannien Platz gefunden hat. Das ist ein System, was dort explizit empfohlen wird. Und trotzdem ist es wichtig, sich auch noch mal kurz vielleicht die Ausgangslage bewusst zu machen, weswegen wir uns eigentlich damit heute beschäftigen. Genau. Ich wollte eigentlich am Anfang auch noch erwähnen, die Anwesenden hier im Raum brauchen eigentlich gar nicht so viel zu mir zu gucken, sondern gerne einfach direkt auf die Folien, die hier ja präsentiert werden. Sonst macht irgendwann der Nacken, glaube ich, nicht mehr mit. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Genau. Staatliche Einrichtungen wie lokale Behörden, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten etc. stehen vor schweren Herausforderungen und eingeschränkten Ressourcen. Ich möchte das an dieser Stelle ergänzen.
irgendwie stehen wir alle vor schwierigen Herausforderungen und eingeschränkten Ressourcen. Das hat eigentlich keine Branche so wirklich in Ruhe gelassen. Gründe dafür sind natürlich die Inflation, der russische Angriffskrieg und die damit verbundene Energiekrise. Wir sind gerade eigentlich aus dem Schlimmsten der Pandemie heraus. Und eine Frage, die in der Zeit jetzt auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, mit der wir uns aber natürlich auch trotzdem noch weiter beschäftigen müssen, ist die Frage nach Systemen für eine nachhaltige Ernährungssicherheit. Und wir glauben, nachdem wir jetzt auch mit Rich einige Zeit gesprochen haben, uns damit auseinandergesetzt haben, dass wir sie eben mit dynamischer Lebensmittelbeschaffung beantworten können. Dynamic Procurement Food ist das Beispiel für dynamische Lebensmittelbeschaffung, was wir nochmal aufgreifen wollen. Dynamic Procurement Food oder auch kurz DP Food ist eine sogenannte Community Interest Company, also ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen, hat diese dynamische Beschaffung eben schon erfolgreich implementiert. Das ist spannend. Und hat das implementiert mit dem Fokus auf den öffentlichen Sektor, eben wie ich gerade schon erwähnte, auf staatliche Einrichtungen. Über die Stärkung der Wertschöpfungsketten mit diesem System haben sie da eine Reihe an positiven Ergebnissen schon erzielen können. So auf sozialer, ökonomischer, aber auch auf logischer Ebene. Sozial deswegen, weil sie darüber Menschen mit guten Lebensmitteln, guten, fairen und sauberen Lebensmitteln versorgt haben, weil die Auswahl einfach klarer geworden ist für gute, saubere und faire Lebensmittel. Aber auch deswegen, weil sie kleinen und mittelständischen Unternehmen, insbesondere in der Produktion, Zugang zu einem Markt generiert haben, den sie vielleicht so einfach nicht haben können. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ökonomisch deswegen, weil sich herausgestellt hat, dass an jeder Stelle der Wertschöpfungskette mit diesem System Kostenersparnisse generiert werden können. Ebenfalls sehr spannend. Das haben die Pilotprojekte in Großbritannien tatsächlich gezeigt und damit wird auch die regionale Wirtschaft gestärkt. Auch Studien in Großbritannien haben gezeigt, dass für jedes Pfund, muss man ja sagen, was in die regionale Wirtschaft investiert wurde, ein dreifacher Rückfluss generiert wurde. Und dann als drittes bietet es einfach ökologische Vorteile, weil wir mehr Überblick über klimarelevante Fragen wie Anbautechniken, Labels, CO2-Ausstoß etc. beantworten können. Und öffentliche Einrichtungen können sich auch eben im Vergleich für bestimmte Produkte entscheiden, die entsprechende Qualitätskriterien haben und die jetzt nicht nur über Preismenge gehen. Ja, warum haben wir überhaupt ökologisch da in diese Folie mit aufgenommen? Teile der Wertschöpfungskette werden mit einer Reihe von barrierenden Problemen in Verbindung gebracht. Das liegt daran, dass wir seit den 50er Jahren den intensiven Anbau einfach forciert haben, durch Gesetze auch noch gefördert haben, Marktgeschehen, Zentralisierung, aber auch aus einem guten Grund. Es gab ja einfach einen rapiden Wachstumsanstieg in der Bevölkerung, die mussten ernährt werden. Und heute ist es auf der einen Seite klar, dass das funktioniert hat, aber wir haben da eben auch großen Schaden angerichtet. Und das Schöne ist aber, dass wir auch mit dieser Erkenntnis eine weitere Erkenntnis gewonnen haben, nämlich, dass sie ein enormes Potenzial auch zur Bewältigung von Herausforderungen haben. Vielleicht da auch nochmal als Überblick. Global gesehen ist der Lebensmittelsektor für 1/3 der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und Lebensmittelwertschöpfungsketten sind einfach sehr komplex. Das ist sehr schwierig, die genauen Stellschrauben zu identifizieren, an denen wir drehen müssen, weil viele Teile der Wertschöpfungskette einfach auch eine Blackbox sind und wir die nicht gut nachverfolgen. Kleiner Hint an der Stelle, da ist natürlich auch ein Vorteil von kurzen und eben auch regionalen Lieferketten, weil das eine gewisse Transparenz ergibt. Und trotzdem wissen wir zumindest heute, dass die meisten dieser Emissionen aus Anbau und Landnutzung kommen, also auch aus dem Bereich der Abnutzung. Und das bedeutet, wenn wir uns in unserem Einkauf für eine nachhaltige
für nachhaltige Lebensmittel entscheiden, dann müssen wir wissen, wo kommt das her, wo ist es angebaut. Und bisher bildet ja leider der Preis diese Fragen einfach nicht. Ne? Wie die Realität ist, wie hoch die Bodengesundheit ist. Und hier ist insbesondere dann die Transparenz wichtig. Wenn man das zusammenfasst, dann bedeutet das eigentlich, Transparenz brauchen wir, um die richtigen und nachhaltigen Entscheidungen zu treffen und kürzere Lieferketten, um die Transparenz zumindest zu großen Teilen auch gewährleisten zu können. Das System von DP Food funktioniert mit einer Software, also einem Software-Mix, könnte man sagen, von dynamischen Beschaffungssystemen und elektronischen Katalogen sowie Technologien, die die Logistikprozesse beeinflussen bzw. effizienter gestalten, teilweise überhaupt auch erst möglich machen. Also Logistikprozesse und die Gestaltung werden so von dieser Software gemacht, dass eben auch, wie gerade erwähnt, die kleinen mittelständischen Unternehmen überhaupt erst mit einbezogen. Und das Ergebnis, insbesondere dann eben für den Einkauf in der Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel, ist ein offener digitaler Marktplatz, in dem aber ein sehr viel größerer Teil von Produzenten Platz finden kann. Und da ist nochmal wichtig zu sagen, das unterscheidet sich auch von den regionalen Plattformen, die es bisher schon Jahr verkauft gibt, mit Lebensmitteln, die eben aus der Region kommen. In diesem digitalen Marktplatz werden hauptsächlich alle Produkte eigentlich gelistet, die ein Logistikunternehmen oder beziehungsweise der Großhandel auch in seinem Katalog listet. Hallo, macht doch gar nicht. Hier jetzt nochmal 4 wichtige Punkte, die ich auch gerade schon teils erwähnt habe. Wir haben eben im System eine Möglichkeit, kleine und mittelständische Unternehmen mit einzubeziehen. Das betrifft hauptsächlich auch die Erzeugung und Verarbeitung, aber zum Beispiel auch kleinere Logistikunternehmen. Wir haben die effizienteren Logistiksysteme, mithilfe dessen eben EinkäuferInnen eine informierte Entscheidung treffen können. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, mehr frische und regionale Ware zu beziehen, entweder bei gleichem oder, wie sich eben in den Pilotprojekten gezeigt hat, bei geringerem Budget und das Wichtigste auch in einer gebündelten Bestellung. Bisher haben wir das sehr oft gesehen, insbesondere in der Gemeinschaftsverpflegung, wenn regionale Produkte gewünscht sind und insbesondere von kleineren Unternehmen gewünscht sind, dann bedeutet das, man muss irgendwie die Logistik selber tragen, weil kleine und mittelständische Unternehmen einfach zu kleine Mengen haben, als dass sie gelistet werden. Genau. So wird im Umkehrschluss ja auch der Bedarf für die Region erhöht und stimuliert auch den Anbau in der Region. Und das stärkt wiederum Ernährungssicherheit und Resilienz in einer Region. Was auch spannend ist, insbesondere für den Großhandel und die Logistikunternehmen, ist, dass eben mehrere kürzere Lieferketten auch in kleineren Mengen überhaupt erst mit aufgenommen werden können. Das möchte ich nochmal betonen an der Stelle. Und dass wir transparente Wertschöpfungsketten haben, ist ja auch einfach sehr stark nachgefragt. Und damit kann man auch, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wunderbares Marketing machen und noch besser eben sehr viel mehr kleine und mittelständische Unternehmen. Genau, das erstmal soweit. Ich glaube, ich lasse die Folie jetzt mal kurz offen. Da kann man dann immer noch mal zwischendurch raufspicken. Und bevor ich jetzt in eine größere Fragenrunde gehe, würde ich gerne die erste Frage an Betty stellen. Auch nochmal zur Erinnerung, hier kann alles auf Deutsch gestellt werden an Fragen und auch an Antworten. Leonie ist hier, um zu übersetzen. Meine erste Frage ist, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Großhandelsunternehmen, ja, ich muss die Frage noch stellen. Mit welchen Aufgaben ist ein Großhandel konfrontiert, wenn wir
Pieces heute implementieren sind. So before opening the discussion was with the audience online, and Anna would like to ask the first question to you regarding this. What you know is all in the presentation, you know, right? That's in German, but you know it. So the question is, what kind of tasks do retailer and logistics provider have if we would implement dynamic food procurement today? Like taking, for example, Edeka as one of the biggest retailer and logistics provider. What specific things do they need to do if we would start implementing dynamic procurement today? So the first thing that needs to be done is a discovery process within the logistics provider, where the technology and managing agent, the technology provider, would work together with the software companies already supplying the logistics provider to understand where the different systems and processes would play together. That can take several weeks of work. Most of the work should be done by the technology management, but it definitely requires some input from the logistics provider. And once that process is done, there will be a clear plan for what needs to happen in order for the technology to be effective for that logistics provider. And there will be an implementation period that may involve integration with existing software within the logistics provider. Yeah, maybe I will start to translate it. Sure. And then we can move on, so it won't get too big. Yeah. Okay, so the erste Dezidiert und laut. Ja, genau, so langsam. Also, der erste Schritt wäre so ein Entdeckungsprozess, und zwar erstmal herauszufinden, was für eine Technologie oder wie genau muss die Technologie aussehen für das spezifische Unternehmen. Das heißt, der Softwareanbieter oder der Technologieanbieter würde sich zusammensetzen mit dem Großhandel bzw. Logistikunternehmen und mit denen genau abklären und genau einen Plan machen, was benötigen wir, wie kann das mit der Software dargestellt werden. Und genau in diesem ersten Schritt würde dann also ein Plan entstehen, wie die Technologie genau aussehen sollte, um effektiv zu sein, in diesem Fall für Edeka zum Beispiel. Also das war nicht abgestimmt mit Edeka, das mal erwähnen. Das Beispiel ist jetzt einfach random gewesen, ja, du willst auch noch transformieren, also das war jetzt Ja, genau. Edeka soll nur ein Beispiel sein. Wir können das ersetzen durch jedes andere Unternehmen, aber damit es für alle ein bisschen greifbarer ist. Ja. Okay, please go ahead. What was that? Sorry, it was just Karin just added that Edeka is just an example here. Sure. Not that we're just talking about Edeka and this is only applying for Edeka. It was just it was good that she mentioned to see here that it's just an example. Well, let me also say that the appointment of the technology and managing agent would be subject to a procurement process. So one of my hats is to run a technology managing agent. We are aware and we know that there needs to be a procurement process to select that technology and managing agent. So I may give answers to your questions from my company perspective, but other technology managing agents may give a slightly different response. It's important to make that clear. Okay, also noch eine Ergänzung. Rich fügt hinzu, dass erstmal ein Prozess geben muss, in dem die richtige Technologieagentur überhaupt gefunden wird, weil es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Well, going back to our original
question. Once the technology is integrated, the logistics provider does what they have always done, but what the technology enables is to work with many more small farms within their region without the additional complexity of managing multiple short supply chains. So the technology and managing agent and the logistics provider work very closely together and collaborate so that the users within the logistics provider can take on the technology and use it. Okay. Also wenn wir zurückgehen zu unserer ursprünglichen Frage, was sind die wichtigen Schritte, die ein Großhandelsunternehmen tun muss, um diese dynamische Beschaffung zu ermöglichen, ist, dass wenn die Technologie also da ist, nach dem ersten Schritt, ist es ermöglicht, dass man mit vielen kleinen lokalen Farmern, also Bauern zum Beispiel, zusammenarbeiten kann, ohne dass es unnötig komplex wird. Weil das wäre nämlich normalerweise der Fall. Wenn man anfängt mit mehr lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten und viele kleine hat, dann wird es automatisch komplizierter. Das ist durch diese Technologie eben möglich, dass es nicht komplizierter oder komplexer wird. Und da ist eine ganz starke Kollaboration zwischen dem Technologieunternehmen, wie sage ich das? Das ist okay für die Technik, also die Person, die hilft, die Technologie zu implementieren. Genau. Das ist ein schwieriges Wort dafür, aber genau. Also der Technology Agent wäre das im Englischen, genau. Die Zusammenarbeit zwischen dem und dem Großhandelsunternehmen. Genau, die ist sehr eng. Ja, bitte. Ich will was fragen, oder ist es gar nicht gesagt? Wir machen gleich Okay, auf jeden gut. Fall noch eine Fragerunde. Ich würde jetzt sonst Leonie bitten, kurz zu übersetzen, dass wir vielleicht einen Schritt, falls da noch einer kommt, ich weiß nicht, bei Richard ist, aber So in case there are like a few more steps, we would like to finish with those. We can mention those steps that need to be done, and then afterwards people could ask questions to what you have already said. I think I've covered the main process steps to start working. Obviously the logistics providers would need to participate in a procurement themselves, and that would be run by the procurement body. That would need to be, all logistics providers would need to go through that in a way they're quite used to. And then once, well, do you want to say that first? It's fine. And then once the technology is implemented, as I say, what it does is enable the logistics provider to do what they have always done: fulfill food, consolidate food, stock food, pick and pack food, and deliver it, and invoice it and take payments. The difference with this type of technology is it's specifically designed to help the logistics provider add many more short supply chains and small farms. So it has automation that makes some of the manual processes that logistics providers currently use when ordering, fulfilling, consolidating, stocking and delivering food. It automates some of those processes so that it makes having more short supply chains with more small producers a more attractive prospect. That makes sense. Yeah. Okay. Okay, also Rich hat jetzt die wichtigsten Schritte, um die dynamische Beschaffung
zu starten, genannt. Wichtig noch zu nennen ist, dass die Logistik oder die Großhandelsunternehmen sich an der Beschaffung eben selbst aktiv beteiligen, also alle Logistikdienstleister, die da involviert sind. Und sobald die Technologie eingeführt ist, machen die Unternehmen eigentlich das, was sie immer getan haben, nämlich Lebensmittel konsolidieren, verpacken, liefern und so weiter. Der Unterschied ist aber, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen oder eben lokale Produzenten hinzugekommen sind und die Prozesse automatisiert sind. Man also nicht mit jedem Einzelnen in Kontakt treten muss, sondern das übernimmt eben die Software, dass man mit vielen kleinen Unternehmen bzw. Produzenten zusammenarbeiten kann und also mehr kleine Lieferketten involviert sind oder gefördert sind. Super. Bevor wir in die Fragerunde gehen, ich habe vorhin absolut vergessen, unsere GästInnen hier vorzustellen. Das würde ich noch einmal gerne nachholen. Wir haben einmal Mecklenburg von Edeka zum Food Service, genau, das ist wichtig zu sagen. Dann Ute Günzler von Bioland e.V., Volker Ladwesen von Transformé und Manuel Verkade für die Kantine in Zukunft. Genau. So, genau, Markus, hi, Markus übrigens ist auch noch hier, das ist ja von der Domäne, ich vergesse dich manchmal so ein bisschen, du bist so freundlich mit Teams. Ich würde jetzt einmal, ich hatte Steffen fast auf den Augen verloren, weil du gerade so schon gemeldet hast mit einer Frage, Markus, würde ich dich auch vielleicht als erstes drannehmen. Steffen, du kannst ja mal gucken, dass ich die Leute vergesse, die auch im Chat Fragen gestellt haben und genau. Auch an Sie hier, wenn Sie Fragen stellen wollen, gerne kurz melden oder reinrufen, wenn es still ist. Und deswegen jetzt einmal an Markus. Meine Frage geht in die Richtung, wenn ich viele kleine Betriebe habe, die kleine Mengen anbieten, Produzenten, dann ist es ja trotzdem ein komplexerer Prozess, weil man muss auf jeden Fall häufiger anfahren, man kann natürlich die Tour entsprechend planen, das ist mir schon klar, dass man das effektiv machen kann, aber sagen wir mal so, für ein großes Logistikunternehmen könnte ich mir vorstellen, ist es trotzdem attraktiv, ein paar große Zulieferer zu haben, anstatt ganz viele kleine. So, wo ist so da der Punkt, also außer dass man natürlich sagt, es ist super toll, wenn kleine Unternehmen in den Markt kommen und auch ihre gute Ware anbieten können. Das ist natürlich, freuen wir uns alle drüber, aber warum ist es, wo liegt jetzt der Vorteil oder also der Vorteil ist mir klar, aber kann man sich das leisten? Also, wenn ich mal versuchen darf, deine Frage zusammenzufassen, warum ist es insbesondere für Großhandelsunternehmen attraktiv, kleine und mittelständische Unternehmen zu listen, abgesehen davon, dass es nachhaltig ist, sie aufzunehmen? Welche? Ist das so? Also nicht ganz. Ich finde, der Punkt ist doch, wo liegt der Nutzen für den Großhändler zu sagen, ich gehe jetzt zu vielen kleinen Betrieben? Ich glaube, man muss unterbrechen, der Wirtschaft. Ich glaube, darauf wird es hinaus. Wo ist der wirtschaftliche Mehrwert? Statt Attraktivität. Ja, gerne. Okay, so Marcus would like to know, so I will give a little bit of the background that what he said and then ask the question, okay? So he said, if you have many small and medium-sized farms or enterprises that all offer small quantities, then it still gets a little bit complex. And what he's wondering is where's the economic benefit for the wholesaler or for the retailer to do it, apart from like, yeah, seeing the ecological benefits and all that. He's wondering, is it not still more interesting to cooperate with a few bigger ones compared to a lot of small ones? What is their interest? Yeah, what's their interest to still do it? It's a good question, but there is very
there's a very clear direction of travel in Europe and North America that people are realizing how important small farms are. And if small farms disappear, then we're in big trouble, right? Clients know that, customers know that, so buyers buying food will increasingly be looking for logistics providers with the capability to bring small farms as suppliers. Having the capability to manage that as efficiently as possible is a capability that logistics providers need to be thinking about now. The direct answer is the logistics provider, to your question, Marcus, is the logistics provider can set a minimum threshold of volume that they are prepared to fulfill from a producer. And a producer can do the same. They can set a minimum and a maximum threshold, and that can be configured in the platform. So a logistics provider will never be put in a position where they're being asked to do something they have not signed up to. Ja. Okay. Aber verstanden. Also zunächst mal sage ich, das ist eine sehr gute Frage. Aber er sagt eben, dass es einen klaren Trend gibt oder eine Entwicklung, dass die Menschen erkennen in Europa überall, wie wichtig kleine landwirtschaftliche Betriebe sind und dass wir in große Schwierigkeiten stecken, wenn diese komplett verschwinden. Und das wissen eben auch die Konsumenten. Und deswegen werden die Produzenten und die Anbieter und eben auch die Großhändler und Einzelhandel und so weiter darauf achten, dass sie diese kleinen Betriebe auch integrieren und so effizient wie möglich zu verwalten. Dafür muss es eben eine Antwort geben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das kann eben dynamische Beschaffung ermöglichen. Genau, eine Ergänzung noch, die Logistikanbieter oder die Großhändler, die können eine Mindestmenge festlegen, die das kleine oder mittelständische Unternehmen dann liefern muss. Genauso kann auch der Großhandel oder das Logistikunternehmen, das habe ich gerade schon gesagt, andersherum kann eben auch der kleine Produzent festlegen, was muss Minimum oder was kann ich, was muss mindestens abgenommen werden, damit das für mich funktioniert. Also es ist von beiderseits eben möglich. Im Chat gibt es aktuell keine Fragen. Ja. When we think about UK and about grocery food service wholesaler providers, big one, the national ones, we think about Booker, Best Way to Carry Away, Yeah, do they work with these? not yet. Yeah. Sorry. Vielleicht, also genau, es ist total super, dass wir die Frage auf Englisch gestellt haben. Wir müssen kurz warten, weil wir brauchen beide Übersetzungen. Vielleicht, um es Leonie auch ein bisschen einfacher zu machen, lieber auf Deutsch fragen, dann übersetzen wir es nochmal. Genau, weil wir brauchen dann beides. Hattest du es gerade? Nee, ich habe es nicht aufgenommen, aber vielleicht ist es auch trotzdem möglich, die Frage auf Englisch zu stellen, dann eine englische Antwort und dann würde ich beides einfach auf Deutsch machen. Ja, wenn es für dich fein ist, alles klar. Aber können Sie die Frage jetzt mal gerne bitte? When you think about the UK market and the UK wholesalers in the grocery and the food sector, when you think about breaks, Booker, Best Way to Carry and so on. Do they work with these procurement? So, Yeah, and my answer is no, they do not yet. Some of them have looked at it and agreed it's the direction they need to travel in, but they're not prepared to start without a sizable prize, without some a piece of business that will be incremental, that will be new for them.
However, they do know that regional logistics providers are starting to engage with it, and they already are aware that those regional logistics providers are highly competitive in their given regions. They have more trucks quite often within a given geography, more infrastructure, and can be more efficient. So they are aware, but it needs everyone to move together. You need the procurement demand and the logistics provider, and then the producers and suppliers will come. And that's why it's very important you have a collaborative approach. There's no point one person, one body, one entity moving and the other not. Needs to be together. Does that make sense? Ja. Okay, also die Frage war, ob auf dem britischen Markt die britischen Einzelhändler im Großhändler im Lebensmittelsektor schon so zusammenarbeiten mit dieser Art der Beschaffung. Und die Antwort von Rich ist, dass sie das noch nicht tun, dass sie sich aber einig sind, dass das die richtige Richtung ist und dass sie da hingehen wollen, aber sie sind noch nicht bereit, damit zu beginnen. Sie sind sich bewusst, dass die Logistikanbieter und die Großhändler regional gesehen, dass sie damit schon arbeiten und sehr wettbewerbsfähig sind. Und der springende Punkt ist aber eben, dass alle Teile der Wertschöpfungskette oder der Lieferkette zusammenarbeiten müssen. Kann das System eben nur implementieren, wenn alle Parts bereit sind und vor allen Dingen kollaborieren, damit es eben funktioniert. May I add one more point? What we're starting to see in the UK are the large caterers declare this is how they want to do things. That's going to make a big difference. Once you have a large caterer saying, I can tell you who they are, Sodexo are saying, we're going to do this. So that's making a difference. And of course, that will be a pilot for Sodexo, that will be a test in the UK, but they operate in Europe. So that can help to kickstart things here as well. Also Rich fügt noch hinzu, dass ein weiterer Punkt ist, dass große Caterer im Vereinigten Königreich ja schon deutlich gemacht haben, das ist das, was sie wollen. In die Richtung soll es gehen. Und das wird natürlich einen großen Unterschied machen, wenn dann große Caterer da mitgehen. Und deswegen könnte man sagen, das ist gerade ein Test oder ein Pilotversuch in UK. Das wird helfen, das Ganze anzustreben und umzusetzen. Bisher immer noch keine Fragen im Chat? Ich meine, es scheint ja alles ganz klar wie Kloßbrühe zu sein. Vielleicht hier von der Seite der Teilnehmenden noch Fragen. Auch gerne nochmal Verständnisfragen. Ich muss zumindest, wenn ich für mich spreche, sagen, dass ich auch beide gebraucht habe, trotzdem, um wirklich zu verstehen, wie und was funktioniert da jetzt überhaupt. Deswegen auch keine falsche Scheu für Verständnis. Hier im Chat ist nochmal die Frage von Anna Matthias. Das heißt, es soll nicht der digitale Marktplatz von DP Food verwendet werden, sondern eine neue Plattform geschaffen werden für Deutschland. Das ist die Frage. Also die Frage ist, ob DP Food sozusagen bereit wäre, auf den deutschen Markt zu kommen, wenn ich die Frage nicht verstehe. Yeah, there's one question from the chat from Hannah Matthias. She's asking whether there will be a new platform in, for example, Germany or in Europe, or is DB Food ready to implement exactly their system also in Europe? That's what she's asking. As I said earlier, the choice of technology platform used anywhere, Germany, France, UK, has to be decided by a procurement process. DP Food, whilst I am a coordinator for DP Food, they are not affiliated to one platform. DP Food are talking about the process, the concept,
that's sharing resources, but the platform needs to be procured properly. So there may be a German provider that can do it, or it could be a UK provider. It depends on that procurement process. So DP Food, I believe, are preparing a specification, a template for a specification that would help a procurer to run that tender for a technology managing agent based on the pilots that technology has done in the past. Do you think that answers Hannah's question? I think, yeah. Yeah. Okay, so, Entschuldigung, auf Deutsch. Genau, die Antwort, die Rich dazu gibt, wie er bereits erwähnt hat, die Wahl der Technologie oder der Software muss in einem Beschaffungsprozess entschieden werden. Das kann also ein deutscher Anbieter sein, das kann auch ein britischer Anbieter sein, das ist eben abhängig von diesem Beschaffungsprozess. Und was DP Food UK eben liefern kann, ist eine Vorlage, wie man diese Ausschreibung eben machen kann, also den Tenderprozess, genau. Auf Grundlage des Pilotprojektes in Britain können Sie eine Vorlage entwickeln, wie findet man den richtigen Anbieter. But we do know there are technologies ready to be used in Germany, for sure. Und er ergänzt, dass es bereits diese Technologien in Deutschland auch gibt. Also das ist sicher, die sind bereits vorhanden. Eine Frage aus dem Chat ist die nach den Kosten für den Großhandel, die unsere Teilnehmer hier bestimmt auch interessieren. How much? Was sagt man? So again, the answer to this question depends on the technology used. If it were agile chain, which is the technology I promote, then we set the charge at around €2,000 per month for logistics providers. And this is to effectively pay for the support that is required for a technology that is as broad and deep as this. It's a very broad piece of software for the logistic provider. We think that the automation that the platform brings to the logistics provider outweighs in savings the cost. So if that would be the value equation for the logistics provider to decide, they should be able to make savings by implementing this technology that outweigh €2,000 per month. And one question, agile change, is that it? That's the name of the technology. Yeah. Okay, also Rich sagt dazu, die Kosten hängen eben von der verwendeten Technologie ab. Wenn es Agile Chain, also agile Kette quasi wortwörtlich besetzt, das ist eben so, wie es bei Ihnen heißt, wenn es sich darum handelt, in diesem Falle sind es 2000 Euro Monat für den Logistikdienstleister oder für den Großhändler. Und diese Kosten bilden eben ab die Unterstützung für die Technologie, für diese umfassende Software, die ist eben relativ groß. Und die Automatisierung, die diese Plattform dann mit sich bringt, die sollte natürlich die Kosten, also es sollte mehr, also Kosteneinsparungen bewirken. Genau. Und das sollte der Benefit, der Vorteil sollte natürlich überwiegen. Also das müsste dann jeder für sich selber schauen, aber im Normalfall sollte das die 2000 Kosten deutlich überwiegen. Vielleicht haben wir das mal Leute, damit ich das nicht. Wir sind ja, ich denke, der Kollege kann ja auch dafür sprechen, als große nationale Großhändler stark bestehen und geben viel Geld und Zeit auf, um den Digitalisierungsprozess zu erhöhen und zu optimieren.
Das heißt also, unsere Kunden zum großen Teil sind digitalisiert, die nutzen digitale Bestellsysteme, Marktwirtschaftssysteme, Speiseplanersysteme. Das heißt also, das Ziel ist immer, dass er eines nutzt, nicht mehrere Systeme. Ich denke, das sind wir auch alle einig. Und die Frage wäre hier letztlich die P-Food kombinieren mit den Marktwirtschaftssystemen, entweder 5, weiß nicht, also gibt es ja oder also gibt es da Schnittstellen, dann gibt es der Kunde dann eigentlich ein anderes Marktwirtschaftssystem, dann stelle ich den rein und dann die Sachen zu ordnen. Ist das natürlich nichts Großes? Müssen wir eine Schnittstelle schaffen für mehrere Systeme oder? Okay, so the question is, we mentioned that they spend a lot of money on digitalization and that customers use that, and the goal is to have one system, right? So his question is, can the systems can this new system, dynamic procurement, be combined with their existing systems? Or do the customer then need a new ordering system and it all gets a little bit more complicated? Yeah, I understand. So as I said earlier, that the first thing we would need to do is run a discovery process. And that would involve us looking at all the systems, processes that you use, and match and map our technology to the technologies and software you're already using. Now that could mean that Agile Chain in our case would integrate with your existing software via APIs. So for instance, if your people are using picking software already to pick products from the shelf, it could integrate with that, so you would not need to change that software. So in our case, with our software, we have a very long list of APIs. Translation for that is yeah, which will enable it to work with existing software. But that all gets the first step is to have a discovery process where you can work out what will and won't be easy to do with integration. You can make a decision at that point whether you want to progress. Okay, also genau, nennt nochmal diesen wichtigen ersten Schritt, wo man eben dieser quasi Entdeckungsschritt, wo man einmal alles anschaut, was gibt es bereits an Technologien und an Systemen und kann man die zusammenbringen, wo kann man die Software überlappen, die dynamische Beschaffungssoftware, wie kann man die anpassen, dass es passt mit den bestehenden Systemen, welche Schnittstellen gibt es da und wenn es da sich abzeichnet, dass es mit dem bestehenden System, dass es da kompliziert wird oder es nicht gut klappt, dann kann man eben auch in diesem ersten Schritt noch aussteigen und sagen, okay, für uns funktioniert das nicht, wir haben bereits unsere ganzen Systeme. Dann würde ich mit Fragen aus dem Chat kommen. Es gibt eine Frage, kann man abschätzen, wie viele Marktteilnehmer in welchem Zeitraum adressiert werden und mitmachen sollen? Ich verstehe die Frage so, dass es da ein bisschen auch um die kritische Startmasse geht, man quasi, was es braucht, um dieses System zu implementieren, dass es sich trägt. So the question is, can you estimate how many market since one would need to actually implement this? How many, for example, small scale or medium-sized enterprise would need to take part in it to actually get started? Is there a minimum? I think the main metric is demand. And if there is sufficient scale of demand within a given geography, then everything else will flow. People often ask, what's the minimum volume needed? It's a very difficult question to answer because it's not only a function of demand, it's also how many drops there are, what the profitability is of that contract overall. But you know, I think anywhere upwards of €1 million a year
would be enough to make a start in most cases. What do you mean? What 1 million Of spend on food. So a contract, a procurer bringing at least that much, or a group of procurers. It's not a huge amount. Ja, okay. Also die wichtigste Messgröße ist Nachfrage. Das heißt, wenn die Nachfrage in einem bestimmten Gebiet ausreichend ist, dann wird der Rest von alleine funktionieren. Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Es ist eben hauptsächlich die Nachfrage, die eine Rolle spielt, aber nicht nur. Man kann grob sagen, dass 1 Million Euro Ausgaben pro Jahr für Lebensmittel von einem Beschaffer oder in mehreren sollte ausreichen als Probe. Wie viel haben Sie nochmal in der Schulfachpflicht? Die Ausgaben für Umsätze. in der Schulfachpflicht? Das weiß ich nicht. Ja, super. Es gab noch eine zweite, ne? Genau, es gibt eine weitere Frage von Henrik Beer von Terra Naturkost. Geht ein bisschen in eine andere Richtung. Gibt es ein Rechenbeispiel dafür, dass CO2-Emissionen durch die veränderte Logistik wirklich reduziert wurden? Und kann man da so eine Hausmarke sagen, wie viel Prozent an CO2-Emissionen gespart worden sind? So Henrik Bear is asking, is there a calculation example that shows that carbon emissions have really been reduced? And if there is, on like how much percent, how many percentage? A study has been done by a university in the UK on one of the pilots, which looked at the carbon emissions associated with delivery of food only, not fulfillment of food, and not the carbon emissions associated with the production of food, which are the biggest section of emissions. So the answer to the question is yes, there are data, and they are good. They show that through greater and more efficient consolidation and delivery, you can reduce carbon emissions versus a previous contract approach. However, much more research is needed because as we all know, the biggest proportion of emissions associated with our food system sit in the production approach on the farm and land use changes associated with food. And what dynamic food procurement does is bring greater transparency to those aspects to the buyer and provides data so they can then start to make informed choices about which food they want to buy. There are case studies on the BP Food website that detail the actual numbers. I can't remember them by heart, but Henrik can look that. Ja. Okay, also es gibt eine Studie von einer Universität in Großbritannien, die sich mit diesen Piloten beschäftigt hat, und da wurde gezeigt, dass die Kohlenstoffemissionen, die mit der Lieferung sind, also nicht mit der Produktion von Lebensmitteln oder Verarbeitung, sondern wirklich nur von der Auslieferung sozusagen am Ende, dass die signifikant verringert wurden. Also da gibt es zuverlässige Daten durch eben die effizientere Bündelung bei der Zustellung oder bei der Ausbringung der Lebensmittel. Aber es muss da noch mehr Forschung geben, da wir eben wissen, dass die meisten Emissionen tatsächlich in der Produktion der Lebensmittel anfallen und durch die Veränderung der Landnutzung, also eben zum Beispiel Abholzung und so weiter. Und ja, da spielt eben die
die Auswirkungen am Ende, die Logistik auch natürlich ist auch für Emissionen verantwortlich, aber ist nicht der Hauptemissionstreiber. Deswegen brauchen wir mehr Forschung. Es gibt ein paar Fallstudien auf der Website von GPV. Können Sie alle gerne nachschauen. Ja, und da sind auch die Zahlen drin, die gerade nachgefragt wurden. Er weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber genau. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, mich würde mal interessieren, wie die Preisgestehung für den Kunden, für den Endkunden eigentlich ist. Also, er sieht es ja, der Bauer XY bietet irgendwas an für einen bestimmten Preis. Dann ist der Logistiker dazwischen. Was macht der denn da eigentlich für einen Aufpreis? Kauft der Logistiker eigentlich wie ein Großhändler eigentlich die Ware und verkauft sie dann wieder weiter? Oder nimmt er einen bestimmten Preis für seine Logistikleistung? Ist das in dem System irgendwie schon abgebildet oder? Genau. Yeah. The question is whether the logistic provider, exactly, thanks, puts like an extra charge on it, whether this is already represented in the whole system. Do you know? So there are a number of ways you can do this. But one way is that the procurer asks the logistics provider to quote a percentage markup for the logistics services they provide, or a case rate where they pay a flat amount for a certain quantity, dimension of delivery. And then the procurer can see the real cost of food, the actual produce cost that the farmer has paid, and the logistics provider cost. But at the point of purchase, the chef receives price, which includes everything. The difference is there's more transparency about that than is typically the case. So procurers can get management information that breaks down, you know, if you're paying €1 for a kilo of carrots, who's being paid what. There's greater transparency. You can see that, even if you have the end price. You can see that in the management information, not at the point of purchase. At the point of purchase, chefs just want to know the price, but management information reports can show that. Okay. So, das nochmal auch, wenn es schon verstanden hast. Genau, also der Beschaffer verlangt entweder von dem Logistikdienstleister einen Prozentsatz oder einen Pauschalbetrag. Und die tatsächlichen Kosten des Lebensmittels und die Kosten des Logistikdienstleisters sind abzubilden, also sind sichtbar, allerdings nur auf Management-Ebene und nicht am Einkaufsort sozusagen. Also der Koch zum Beispiel, der jetzt einkauft, der sieht nur den Endpreis. Ne? Aber der interessiert sich ja auch nur für den Endpreis. Wird die dann die andere Frage? Das habe ich mich auch gefragt. Das Management. Das Management von wem? So, yeah, the follow-up question, which kind of management can actually see these differences, like this information, how much of the price is belong to the logistics, how much is the actual food. Well, the logistics provider will know already. They have access to that data, of course. And then the procurer, whoever the procurer is, so if it's a local municipality and there's a lead procurement officer, they can request those management information reports, so they can see it. Okay, also der Logistikdienstleister, der hat sowieso Zugang zu diesen Daten und die Beschaffenden, also zum Beispiel jetzt eine lokale Gemeinde oder sowas, kann eben nach diesen Daten fragen. Vielleicht als Ergänzung, das hatten wir auch noch vorher in einer Session gewünscht. Soweit ich das verstanden habe, gibt es einen monatlichen Forderungsbasis.
there's a monthly report about that. What you were saying to me before, right? Yeah, there can be reports on whatever frequency the procurer wants, monthly or quarterly, and on whatever data they want as well. It's not only about price or costs, it could be on other attributes about the products as well. Okay, also die Beschaffer können das selbst bestimmen, wie regelmäßig sie so ein Update oder so ein Report eben bekommen wollen, ob das wöchentlich oder monatlich ist. Und da kann eben auch noch mehr, können auch noch mehr Informationen abgefragt werden. Also nicht nur Kosten, Preise, sondern auch alle möglichen anderen Informationen, die mit erhöht werden. Aber mal ganz pragmatisch, von wem kriege ich als Produzent das Geld? Und woher kriegt der Logistiker das Geld? Also wie läuft es mit den Rechnungen? Spuckt das System heraus? Oder? So how does it actually work with the money? How do I get my money as a producer or as a logistics provider? Does it come directly out of the technology? Yeah, exactly. It's a very, very important. Yeah. Very important. How does the invoicing work? Yeah, so the platform, the technology, again, in our case, with Agile Chain, the technology produces invoices for the buyer, for the chef, which the logistics provider can issue. And then the chef, the buyer needs to either pay via payment card on the platform or via invoice and a payment on account within 30 days. Can you say the first thing and it was too quick? Sorry. So the what the- next technology. The technology issues an invoice to buyers on behalf, so for the logistics provider. And the logistics, so the invoice is coming from the logistics provider, but the technology buys it for them. And the buyer, the chef or the procurer pays the logistics provider, not the technology. The technology supports the process. And equally, at the other end, producers can opt for either the platform to produce their invoice for them, or they can issue their own invoice to the logistics provider. Okay. And the logistics provider pays that invoice in the normal way to the producer. One of the differences that procurers can enforce is different payment terms for the producer. So payment terms can be shortened part of the contract terms in order to attract smaller producers. Right. That was a lot. All right. No, all good. Also die Technologie erstellt die Rechnung für die Logistikdienstleister und der Beschaffer oder die Beschafferin, zum Beispiel der Koch, bezahlt den Logistikdienstleister und die Technik unterstützt quasi den Prozess. Die Produzenten können ihre Rechnung entweder über die Technologie, also über die Software stellen oder das direkt über den Logistikdienstleister machen. Also wir beide Möglichkeiten und die Zahlungsfristen können verkürzt werden, je nachdem, wie es für beide Seiten passt. Und das geht eben, um kleinere Erzeuger abzugewinnen. Eine Frage aus dem Chat ist nochmal die nach der Studie, wo die zu finden ist, aber da können wir vielleicht ja irgendwie noch eine Linksammlung erstellen. Ich hätte persönlich noch mal eine Frage. Rich, wenn das System so gut ist und du sagst, in Großbritannien gibt es schon diverse Unternehmen, die interessiert sind und eigentlich sagen, es geht in die richtige Richtung. Was sind die Argumente, warum es nicht gemacht wird? Und was würdest du diesen Argumenten entgegensetzen? Das ist Frage 1. Und Frage 2 wäre, siehst du vielleicht auch noch andere Akteure, die quasi helfen könnten, dieses System zu implementieren? Zum Beispiel staatlicherseits oder wie auch.
Ich finde das übrigens sehr angenehm. Wir haben hier dadurch eine sehr starke Entschleunigung. Das ist auch nicht so oft. Finde ich ganz schön. Ja. Also, Steffen is saying, if the system is so good as you say, and companies are already interested in UK and also saying this is the right way to go, why is it still not done? Why is it still not being implemented? What are the arguments for that? Like, what are the Explanations. Yeah, the explanations for that. And what would you counter? Like, what would you say? Hey, but we can still do it. And that would be the first question. So maybe answer that first. So first of all, it has been done, right? It's been done with several pilots across the UK. However, I agree, the progress is slow, very, very slow. This is due to the public sector in the UK acting very slowly. Part of the reason is there are contracts in place that last several years. So in order for a government body to make a decision to implement this, they need to be deciding that 2, maybe 3 years before the contract ends. So it's a very long cycle of change. But there are many local authorities in the UK, many municipalities now, dozens, tens, in the tens, who are exploring the feasibility of this and planning for implementation. And there are central government departments, whole central government departments looking at this, such as prisons, all the prisons in the UK, for example. So change is happening, but it is slow, unfortunately. Yeah. Okay. Noch eine Nachfrage, weil die Frage so nicht beantwortet ist. Es zielt ein bisschen auf den freien Sektor, also weniger auf die sozusagen staatlichen Vergabegeschichten, sondern was die Argumente der freien Wirtschaft sind. Genau. So, ja, Vielleicht kannst du erst genau. Ich werde einmal kurz übersetzen, was Rich gesagt hat, und dann nochmal die Frage etwas spezifizieren. So actually, Stefan said that he wanted to ask it something else, but I will tell you that afterwards. Genau, also es wurden ja Schritte gemacht. Also ja, es stimmt, dass es nicht generell umgesetzt wurde, aber es gibt ja Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert. Aber der Prozess ist sehr langsam. Das liegt eben an dem öffentlichen Sektor in UK, nicht nur in UK, aber was hat er nicht gesagt? Ja, in UK ist es eben so, dass der öffentliche Sektor auch da seine Zeit braucht, um das zu implementieren, und das liegt eben vor allen Dingen an Verträgen mit langjähriger Laufzeit. Staatliche Einrichtungen müssen eben 2 bis 3 Jahre vor Vertragsende dann entscheiden, so soll es weitergehen, und das ist natürlich ein relativ relativ träger Prozess, danke. Genau. Und es gibt aber viele Gemeinden, die sich eben damit beschäftigen, die Umsetzung planen von dynamischer Beschaffung. Und es gibt schon Regierungsstellen, also zum Beispiel die Gefängnisse in Großbritannien, die das bereits angehen. Okay, so the question, or what Stefan actually wanted to know, was not the public sector, but rather in the private sector. Why? Oh, okay. Yeah, it was rather asking. Well, we personally, my company, have focused on the public sector more than the private sector, for the simple reason that they have a responsibility to act and change this. The private sector have had several very difficult years, and asking them to do something innovative at a time when they are only just recovering from what has been some very difficult times, perhaps unrealistic.
That said, what we are now seeing, as I said earlier, are some very big private sector players being able to very eloquently explain why they want to do this. They are crystal clear about why this change needs to happen for them commercially, not just the environment, but commercially. So I'm no longer in any doubt that the private sector and the public sector will be going in this direction. It's just a question of who moves first, who gets first mover advantage. Okay, also Rich sagt, dass das Unternehmen BP Food, also sein Unternehmen, sich auf den öffentlichen Sektor konzentriert hat, weil er eben sagt, die haben die Verantwortung, etwas zu verändern, während der Privatsektor in den letzten Jahren eine sehr schwierige Zeit hatte, sich gerade jetzt erst von den Krisen erholt, und es wäre wahrscheinlich unrealistisch zu erwarten, dass die großen Änderungsprozesse angestoßen werden. Aber es gibt eben auch in der Privatwirtschaft schon große Akteure, die gut erklären können, warum sie das tun wollen oder warum sie eben auch in diese Richtung gehen wollen und eben nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und deswegen hat er keinen Zweifel, dass auch der private Sektor da mitziehen wird. Es ist nur die Frage, wer zuerst, der öffentliche Sektor oder der Privatsektor. Und dann die zweite Frage von Steffen, also das war die Ergänzung. Deine zweite Frage war, die hast du auch schon mitgeschnitten oder ich nochmal wiederholen? Gerne bitte nochmal wiederholen. Auch für die anderen, glaube ich. Das war die Frage danach, wer außerhalb, ich sag mal jetzt der Logistiker und Großhändler vielleicht etwas tun kann, um diesen Prozess zu unterstützen, sei die Politik oder wer auch immer, und was können sie tun, um diesen Prozess zu unterstützen? So his question, the second question is, who else apart from the logistics providers and the retailers could do something to get the process moving? That's a very good question. So, as I said earlier, you need demand, and demand makes, business makes the world move. So you need the procurer. You need procurers, government procurers, private sector procurers to put their money where their mouth is and act in this way. And if you get that, then logistics providers will be willing to entertain the disruption that this will cause to them, work they have to do, and certainly you'll be able to attract producers and suppliers to supply. So the important thing in Berlin is, as I understand it, is there are procurers that wish to act. And so I think it's a collaboration. This is about a supply chain of 4 different actors on the supply chain working together in a way that's good for all of us, right? It's good for the chef, it's good for the logistics provider, it's good for the producer, and it's good for the procurer. And it's about that collaboration all happening in a way that is efficient and profitable for each actor in the chain. Okay. Also nochmal eine sehr gute Frage. Das Wichtigste ist, man braucht eine Nachfrage. Das heißt, wenn es Beschaffer gibt, die sich dafür interessieren, dann wird es auch Logistikanbieter geben, die mitmachen. Und das Entscheidende ist eben, dass diese verschiedenen Akteure alle zusammenarbeiten entlang der Lieferkette. Und es ist dann profitabel für jeden Akteur in dieser Wertschöpfungskette. Das heißt eben für den Chefkoch zum Beispiel oder für die Köche, Caterer und so weiter, für Logistikanbieter, Erzeuger und Schaffer, alle, die beteiligt sind. Sehr gut. Wolltest du die Frage von Matthias aufgreifen oder hattest du noch eine andere?
Das ist nämlich eine sehr schöne Überleitung eigentlich zu einem Ende dieser ersten kleinen Veranstaltung. Deswegen, bevor ich die jetzt ausspreche, möchte ich noch einmal hier dem Raum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn denn noch Fragen bestehen. Ja, gerne. Wie viel das läuft denn aktuell über die Plattform? Letztes Jahr oder keine Umsatz dann Ja. Was rede ich denn da? So, yeah. His question is, how much turnover is there, for example, in this year for the wholesale retailers generated? Like, about how much? What are we talking about here, turnover-wise? It's very small. It's the maximum turnover we got to in the pilots was £1.5 million, so about 1.3 million euros. So it's still small. Though when you sum the different clients who are currently considering commencing with this approach, then it's tens of millions, if not more than 100 million in spend. So there's a procurement contract that's about to come out for I think it's around £100 million in the UK from the Central Government Procurement Agency. That's going to be released later this year. And then there's another big procurer for prisons that I mentioned earlier, which is around £65 million. And then Sodexo, who are saying they want to go with this, spend, many billions of euros globally on food. So it's small at the moment, but there are contracts coming that are significant. Would you say again the 100 million? Yeah. What's the main? £100 million, a contract that is being let by Crown Commercial Service. They're the central government procurement agency in the UK. So you can look it up. If you type into Google Crown Commercial Food and Drink, you'll see the details of that contract. Okay, also aktuell ist er klein, 1,5 Millionen Pfund, 1,25 Millionen Euro, das ich richtig verstanden habe, also noch sehr klein, aber es gibt eben bereits Beschaffungsaufträge, zum Beispiel der wichtigsten Beschaffungspart der Zentralregierung, das ist ein Vertrag über 100 Millionen Pfund. Und was er vorhin schon erwähnt hat, die Gefängnisse, ist ein weiterer Vertrag, der sozusagen in der Pipeline ist für 65 Millionen Pounds. Wunderbar. Gut, ich glaube, jetzt sind erstmal alle Fragen beantwortet. Es kommen mit Sicherheit im Nachhinein auch noch Fragen auf. Da an der Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, die können gerne an uns geschickt werden, an bezirksdialog@domäne-dahlem.de. Und die letzte Frage aus dem Chat nochmal aufzugreifen: Wie geht es jetzt weiter? Ist ja auch vielleicht interessant zu wissen für den einen oder anderen. Und zwar vielleicht erstmal, wir veranstalten jetzt gleich noch eine weitere Runde um 5, die ebenfalls wieder möglich sein wird mit ProduzentInnen und der Verarbeitung. Denn es gibt ja einfach für jeden Teil der Wertschöpfungskette einfach spezifische Anforderungen bzw. Fragen. Und morgen haben wir auch nochmal 2 Veranstaltungen, zum einen mit Beschaffung und Einkauf, das ist um 12, und dann nochmal mit Politik und Verwaltung, das ist um 14:30 Uhr. Danach möchten wir gerne, also diese ganze Veranstaltungsreihe war ja dazu gedacht, zu prüfen, ob diese Form der dynamischen Lebensmittelbeschaffung sinnvoll ist für die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Das
Wir nehmen jetzt ganz viele Ergebnisse aus diesen Meetings dann mit und müssen natürlich danach mit der Auswertung dieser ganzen Informationen starten. Das machen wir im Team vom Bezirksdialog, würden uns aber sehr, sehr freuen, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, also das geht im Raum, aber eben auch an die Teilnehmenden im Zoom-Raum. Schreiben Sie uns einfach, wenn Sie an diesem Prozess auch noch mit beteiligt sein wollen. Wir würden nämlich sehr gerne eine Arbeitsgruppe bilden, die dann dazu weiter diskutiert und auch die Implementierung, wenn es denn sinnvoll ist, ja, weiterbringt. Genau, da auch einfach eine Mail an bezirksdialog@domäne-darlehen.de und gerne Domäne das AE nicht vergessen, kein schreiben. Genau. Super, damit sind wir am Ende unserer ersten 1,5 Stunden. Ich glaube, wir haben gar nicht, doch, wow, okay. 5 Minuten vor Schluss. Vielen, vielen Dank zum einen an die hier Sitzenden. Ich freue mich sehr, dass Sie hier hingekommen sind. Wir haben ja auch ganz fantastisches Wetter, aber vielen, vielen Dank. Ich muss ja in die Kamera schauen, an alle, die jetzt im Zoom-Raum mit dabei waren und auch ganz viele Fragen gestellt haben. Ich fand persönlich auch wieder sehr interessant, auch wenn ich mich ja schon viel mehr damit beschäftigt habe. Vielen Dank an mein Team auch, ganz besonders Leonie. Vielen Dank fürs Übersetzen, das war ganz fantastisch. Vielen Dank an Rich, thank you for being here. Und wir schließen jetzt den Zoom-Raum und bevor es unten weitergeht, würde ich sagen, essen wir noch ein bisschen Kuchen. Und es gibt auch Herzhaft. Und es gibt auch Herzhaftes. Entschuldigung an den Zoom-Raum. Ich hoffe, die alle haben was Leckeres stehen. Ich wünsche an dieser Stelle noch einen wunderbaren Nachmittag bzw. frühen Abend. Dankeschön.